Ja, hallo, einen schönen guten Morgen aus dem sonnigen Hamburg. Wir haben uns heute mal wieder so ein Lieblingsauto von mir genommen. Vor allen Dingen deshalb, weil er wirklich in einem guten Zustand ist. Ein Porsche 356. Da hat die Firma Porsche ihren Ruf mit begründet. Den gab es ja ab 1950 so drumherum. Erst als Geteilscheibe, nachher dann als Knickscheibe. Und das ist jetzt ein B-Cabriolet aus dem Jahr 1962. Das war dann schon gegen die Endphase der Produktion. Die Autos hat es bis 1965 gegeben. Zum Schluss das Spitzenmodell als 356 SC Cabrio. Und das ist ein B, der restauriert ist, hat dieses wunderschöne Grau, hat rotes Leder und das ist sehr schön gemacht. Schaut euch das mal an, was der für Flächen hat. Das ist alles neu hier vorne. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Gott, ja, alles neu, ich möchte einen Oldtimer, richtig. Die sind aber oft, wenn sie nicht gemacht wurden, unten runter wie ein Schweizer Käse und löcherig, weil sie gerostet haben ohne Ende. Das ist hier nicht der Fall. Der Wagen kam früher aus den USA, ist dann rübergeholt worden, ist dann voll restauriert worden und wir haben ihn jetzt, das ist jetzt die letzten 1-2 Jahre erst gemacht worden, bei Porsche selbst hat er die Technik bekommen. Also allein die Maschine, die ist hinten neu, die hat 35.000 € gekostet mit Rechnung. Und das Interessante ist, das ist ein Motor, eigentlich ist das ja hier ein B-Cabrio, das heißt, der hat nur 60 PS, also ist relativ wenig. Jetzt kommt wieder ein Flugzeug, das ein bisschen lauter ist, mit 60 PS. Und er hier, die haben da eine 90 PS Maschine reingetan, die stärkste Motorisierung, die es auch gab. Und das finde ich auch gut. Ich zeige euch das mal kurz. Bevor wir jetzt losfahren, ein kleiner Blick hinten in den Motorraum. Schaut mal hier, da kann man erkennen, also wirklich top, ja. Alles neu mit Rechnung, made by Porsche. Das heißt also, wer sich diesen Oldtimer kauft, der weiß, dass er sich einen 356 kauft, der wirklich klasse gemacht ist. Reinsetzen, losfahren. Exzellente Technik. Ich meine, klar, es kann an jeder Technik was kaputt gehen, aber üblicherweise, jedenfalls wenn Porsche das gemacht hat, nicht. Die Jungs sind da einfach gut. Machen wir mal den Deckel wieder zu. Ja, und hier, also ob das die Lichter sind oder die Stoßstangen, das Auto ist wirklich im schönen Zustand. Wir haben ihn jetzt auch offen gefahren und ich muss ehrlich gestehen, wo die Persenning ist, wissen wir nicht. Die ist jedenfalls nicht dabei, die gehört eigentlich drauf. Hier oben eine Stoffpersenning, die haben wir nicht, aber trotzdem haben wir gesagt, komm, egal. Das Verdeck ist übrigens auch brandneu. Auch mit dem richtigen Stoff gemacht. Das ist ja ein gefüttertes Verdeck beim 356. Das ist ein Allwetterverdeck, konnte immer fahren, nur wir haben es einfach aufgemacht und unten gelassen. Es ist schwarz. Er hat Chromfelgen, schönes Extra, hat auch nicht jeder gehabt. Das könnt ihr sehen, auch die sind gut im Zustand. So, und jetzt setzen wir uns da mal rein. Für den jetzt interessiert, das hat mir Paul noch eben gerade gegeben. Guck mal hier, Porsche-Zertifikat von dem Wagen, wann er gebaut wurde. Produktion 1962. Hier sind die Farben, der war in Grey, Red Leather, also das heißt die Farbkonstellation, wie sie hier ist, so hat er auch das Band verlassen seinerzeit. Auto ist jetzt 60 Jahre alt und was der kann und wie er fährt, das gucken wir uns mal an. Meine Jungs sind gerade wiedergekommen vom Tanken, da war ein bisschen wenig drin, haben gesagt, Mann, der fährt ja toll. Und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass er gut läuft und wie, das gucken wir jetzt mal. Ja, Porsche 356 ist ja immer so ein bisschen wie Käferfahren. Mit Käfer hat ja Deutschland seinerzeit wieder die Freiheit entdeckt nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war Autofahren einfach eine Befreiung, das war einfach toll, man konnte in die Welt, nach Italien, überall hin. Und wer ein bisschen mehr Geld hatte, der konnte sich dann damals einen Porsche 356 zulegen. Das ist hier so einer, das ist halt eben alles ein bisschen luxuriöser, schöne Instrumente, die bis 200 gehen. Weil so ein Wagen, der läuft 180 Stundenkilometer Spitze. Und dann, wenn er so eine schöne Maschine hat wie ihn, das merke ich hier sofort. Schaltung ist gut, ist übrigens Viergang-Knüppelschaltung hier vorne. Lenkrad ist in Ordnung, neu. Das haben sie original belassen, das hat einen leichten Riss hier, finde ich aber nicht schlimm. Das originale Logo ist ja ein Vierzylinder-Boxer, luftgekühlt, das kann man schon hören, wie der marschiert da hinten. Und man merkt jetzt auch, er zieht gut durch, er hat Kraft, der Wagen. Und das ist heute einer der sympathischen Oldtimer, die man überhaupt fahren kann. Ist da, Moment mal. Einer der sympathischen Oldtimer, die man heute überhaupt fahren kann. Und die letzten Jahre habe ich beobachtet, dass die Preise für einen 356 hochgehen. Und da solltet ihr gucken, also keinen vermeintlich günstigen kaufen, sondern wenn so ein Auto gut restauriert ist und einen guten Stand hat, vor allen Dingen auch technisch, ist ja hier belegt durch Porsche, ist das immer ein guter Kauf. Ein Sympathieträger,
Ihr könnt alles mitfahren. Hinten sind ja so Sitze, die sind gerade umgeklappt, da passt Gepäck rein. Vorne hat man ja hier den Kofferraum, da ist natürlich nicht so viel Platz beim 356. Aber es ist ein Auto, wo man sehr viel Spaß mit hat. Ganz wertstabil, so ein Vierzylinder, verbraucht vielleicht, ist aber 9 bis 11 Liter. Mehr haben die nicht, schnell ist er. Ist kein langsames Auto, war ja Porsche, war damals schon Porsche. Und es ist von der Serie einer der letzten. 3 Jahre später haben sie den nicht mehr gebaut. Jetzt hört man auch im Tunnel den Sound. Also man kann den sportlich fahren, wie man sieht. Zieht ganz gut los. Ja, ein echter Porsche halt, ne? ,6 Kubik, also 1600 Kubik mit 4 Zylindern. Braucht so, ich sag mal, 12 bis 13 Sekunden bis 100. Ich merke aber jetzt schon, laufen tut er sehr, sehr gut. Er hat halt Kraft, er zieht durch. Er ist ein reines Spaßmobil. Also jemand, der sagt, ich habe 200.000 € liegen, möchte mir einen schönen Oldtimer zulegen, wo mir nicht viel mit passiert, der wertstabil läuft, der auch Sympathieträger ist bei den Leuten, für den ist ein Porsche 356 genau das Richtige. Mit dem kann ich auch Brötchen holen fahren. Der ist relativ kurz, ich kriege super einen Parkplatz damit. Jetzt muss ich nur gucken, dann ist er wieder links, ne? Ja. Soll nicht falsch fahren. Ja, in Hamburg sind die Probefahrten ein bisschen anders als in Bayern. Hier ist halt viel Verkehr, das ist ein bisschen schade manchmal. Aber wir merken, ob ein Auto gut fährt oder nicht. Also der fährt wirklich sehr gut. Hier müssen wir mit Blitzgeräten so ein bisschen aufpassen. 356, der bei Porsche gemacht ist, hinten die Technik ist gut. Die Rechnung haben wir dabei und das kostet Geld. Wenn so ein Motor kaputt geht, habt ihr ja gehört, über 30.000 €, das ist schon einiges. Und, aber hier, das ist ein Wagen, zulassen, reinsetzen, losfahren. Und so fährt er sich auch. Servolenkung gab es damals nicht, brauchen wir auch nicht. Der fährt sich total leicht, hat er so gut wie kein Gewicht vorne auf der Achse. Hier ist der Aschenbecher. Da war Radio, wenn er eins hatte, hat er aber nicht. Hier ist die schöne Uhr von VDO. Dann ist hier der Drehzahlmesser. Den konnte man bis 4.500 Touren drehen, dann begann dann da der rote Bereich. Dann haben wir hier noch links Kombi-Instrument, Öltemperatur und Tank. Wir haben ihn mehr als halb jetzt vollgetankt, dass wir ein bisschen fahren können. Und hier steht 83.000 Kilometer, aber das stimmt. Also das kann man heute gar nicht mehr sagen, was er wirklich gelaufen hat. Wie gesagt, er kommt aus den USA, das hat aber den Vorteil, dass er wahrscheinlich so nicht völlig bröselig ist unten. Er ist ja dann restauriert worden und das ist oft ein Beleg dafür, dass es sich um gute Originalkarosserien handelt. Wenn da mal der Rostfraß drinnen sitzt, wenn die früher sind ja hier bei Seitz gefahren in Deutschland, dann ist das problematisch, ganz einfach. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Aber das ist ein Auto von jemandem, der hatte mehrere Porsche und der sagt jetzt aus Altersgründen, das ist mein letzter gewesen, den ich voll restauriert habe, wo ich mich um alles gekümmert habe. Und es war auch mein bester, hat er mir selber gesagt. Das ist ein Unternehmer aus dem Sauerland und ja, das merke ich jetzt schon. Oh, der geht aber ab, du. Ja, also da merkt man jetzt die 90 PS, ganz klar. Also der läuft richtig zackig. Das Auto kostet übrigens unter 200.000 €. Wenn ihr euch heute einen guten SC kauft, der hatte dann 95 PS, das ist aber von der Leistung gar kein Unterschied mehr zu ihm hier überhaupt nicht. Die kosten dann oft so 200 bis 250.000, je nachdem. Und das wird auch bezahlt. Wir haben die letzte Zeit alle 356, die wir da hatten, weiterverkauft. Da gab es gutes Geld dafür, Leute sind begeistert. Und was ich die letzten 5 Jahre sehe und beobachte, also eigentlich schon länger, Preise gehen hoch. Wirklich gute gibt es nicht viele und der Fahrspaß mit so einem Auto ist hoch. Also selbst wenn man eine große Sammlung hat, ein 356, da kannst du dich immer reinsetzen, immer mit losfahren, immer Spaß haben. Herrlich bei so Wetter Cabrio fahren. Ja, das ist Freude am Auto. Und man merkt jetzt schon, Porsche, der geht los. Also er hat einen tollen Sound hinten, hat eine Doppelrohr-Auspuffanlage, Boxermotor sitzt hinten drin und er klingt gut. Also jemand, der ein bisschen Käfer kennt, ist so ähnlich wie Käfer, nur 5-mal so viel Power. Käfer hat er keinen Power gehabt. Aber klingt ganz gesund, was? Er hat richtig schönen Sound, macht Spaß zu fahren. Jetzt wollen wir noch mal gucken, Bremsen sind auch in Ordnung. Er hat ja zum Teil noch Trommelbremsen. Oh, ey, hier macht den lauten. Naja. Muss aber auch ein Autofan gewesen sein. Aber guck mal hier. Schaltet sich super.
bremst sich gut, fährt ganz toll das Auto. Also wirklich ein toller Fahr-Oldtimer. Liegt super auf der Straße. Man kann richtig zackig hinterherkommen. Also der ist richtig sportlich und die Maschine, man merkt, dass die mindestens 90 PS hat. Der hat einen super Dampf. Da fährt sich sehr, sehr schön. Also wirklich ein schöner Wagen. Also als 356 gehört er hier zu den oberen 10%. Wie er sich bewegt, wie er fährt, Lenkung ist alles wunderbar im Zustand. Er hat einen tollen Sound. Ne? Also richtig sportlich zu fahren. Ihr wisst ja, sowas macht mir Spaß. Freude am Auto, Freude am Leben. Ja, Cargold, das ist es eigentlich. Und ich bin mir 100% sicher, solche Autos wird es in 100 Jahren auch noch geben. Wer weiß, wo die Werte dann sind. Aber den Spaß hier hast du dann niemals im Elektroauto. Das ist unmöglich. Man muss aktiv was machen, man muss schalten, man muss die Bremse treten. Man gibt Gas, man hört das. Gaspedal, Sound, Motor, das macht einfach Spaß. Aktiv sein, aktiv dabei sein und das ist das, was Freude macht. Hör mal den Sound hier. Unter der Brücke, also der klingt ja super. Also richtig schönes Auto. Jetzt sind wir hier mal so 6-7 Kilometer gefahren. Es gibt auch einige 356, die sind ein bisschen lahmer. Also ist er als B ist er ausgeliefert worden, da hat er 60 PS. Das hat natürlich nicht viel vom Teller gerissen, aber hier mit seinen etwas über 90, kann ich nur sagen, läuft der toll. Jetzt sind wir schon wieder hier im Laden, direkt am Airport. Guck mal, da drüben ist Cargold, kann man lesen. Aber jetzt fahren wir nochmal hier an den Flughafen. Können wir so schön geradeaus Gas geben. Also fahren tut der toll. Ein Auto, was Spaß macht. Ich finde die Farbe, die ist selten und die steht im Auto sehr. Und man hat es glücklicherweise wieder so restauriert, wie es früher war. Und dass man da die stärkere Maschine reingenommen hat, und zwar eine Original 90 PS Maschine, keine aufgebohrte oder irgendwie sowas, das ist richtig. Fährt viel besser, macht einen Riesenspaß. Ja. Und ich habe so das Gefühl, der ist auch gut aufgepolstert, das merkt man. Es sind keine matschigen Sitze, das ist gut gemacht worden. Also mit dem kann man auch eine längere Strecke fahren. Kommt mit dem Tank so 450 Kilometer weit ungefähr. Also damit kann man noch echt auf Reise gehen und wenn er damit durch die Alpen fährt, der kommt auch die Berge hoch und der ist sehr wendig. Das Auto wiegt ja nicht viel, der wiegt 1100 Kilo oder so. Das ist natürlich gar nichts und deswegen sind die auch so fix, weil da sind 90 PS doppelt so viel wie beim normalen Auto, was 1,4 Tonnen liegt. Darf man nicht vergessen. So, da wollen wir noch mal drum herum laufen hier vorne. Da halte ich hier mal an. Dann zeigen wir euch mal einen schönen Draufblick, weil das Auto ist wirklich schick. Finde ich absolut, der ist auch schön lackiert worden. Das ist das, was mir eben schon aufgefallen ist. Hier ist übrigens Zündung, drehen ist er aus. So, da kommt schon wieder einer angeflogen. Ja, hier ist ein bisschen laut heute durch die Fliegerei. Oh ja. Naja. Also jetzt schauen wir, was für eine Pracht das ist. So ein schöner 356 hier bei einem Sommertag in Hamburg, am Hamburger Airport. Schaut euch mal, wie schön dieses graue Armaturenbrett wirkt. Man merkt, dass es schön restauriert. Dieses rote Leder, das sind die richtigen Sitze mit tollem roten Leder. Übrigens hier hinten hat er die Kindersitze und da könnt ihr aber auch Gepäck reinmachen. Wie gesagt, die Persenning haben wir, ich weiß nicht, wo die ist. Schaut mal hier auch toll, auch diese ganze Schlinge, Teppichschlinge, das ist alles neu und das ist alles original, so gehört das. Hier die Lichter sind neu, hinten die Stoßstangen sind neu. Im Service ist er noch nicht ganz gewesen, das muss noch gemacht werden, das sieht man. Aber ansonsten ist das ein richtig schönes Autochen. Also jemand, der was mit Oldtimern machen möchte, der Lust hat auf eine schöne Fahrmaschine, da ist dieser 356 genau das richtige Auto. Also das Schöne beim Porsche 356 ist vor allen Dingen, wie leicht er sich handhaben lässt. Er hat eine ganz leichte, butterweiche Schaltung, der hängt toll am Gas, der kuppelt sich gut. Man hat den Wagen gut im Griff, man sitzt da schön drin, der ist übersichtlich. Das ist auch für Frauen ein Auto, was hervorragend zu bewegen ist. Und ich sage mal, das ist ein Auto für die ganze Familie, für sie und ihn, für die Kinder, kann man alles mitmachen. Und das Schöne ist, wenn die im guten Zustand sind, absolut wertstabil.
steigen sogar leicht an. Das ist eigentlich das Tolle, ne? Tja. Aber mit so einem Auto muss man auch aufs Land fahren, da hat man die meiste Freude. Man kann ihn auch in der Stadt bewegen, man findet auch einen Parkplatz, aber wenn man den so richtig Spaß haben will, ist das ein super Auto hier. Das ist auch, also wenn ich einen neuen Porsche von heute damit vergleiche, ist eine völlig andere Welt und trotzdem ist es Porsche, weil der Dampf hat, weil der Sound hat. Aber also mir macht sowas mehr Spaß als neuer Porsche. Alles hier Technik und so, okay, gut und schön, aber hier muss ich noch ganz aktiv Auto fahren. Hier spüre ich den Wagen, ich spüre die 4 Räder, ich merke, dass ich hier was bewege mit meinen eigenen Händen, mit meinen Füßen. Und das Fahrgefühl, das Empfinden, die Schnelligkeit ist hier genauso wie bei so einer ganz modernen Superfahrmaschine, aber das macht mehr Spaß, also ist jedenfalls meine Meinung. Das ist richtig aktiv Autofahren. Autofahren, Freude haben. Ja, Porsche 356, jetzt sind wir ungefähr 12 Kilometer gefahren. Wo soll ich denn nochmal vom Film? Da oder da? Wegen Sonne. Sonne? Ja. Also der läuft schön. Ist ein Auto, was ich euch echt empfehlen kann. Er macht einen riesen Spaß zu fahren. Ja, in dem Sinne verabschiede ich mich mal wieder bei euch. Bis zum nächsten Filmchen. Autos stehen da schon, geht gleich weiter bei diesem Bombenwetter. Euer Stefan, bis dann und tschüss.